Die große Frage, die die Motorradwelt in Atem hält, wird endlich beantwortet: Wird Yamahas neuer V4-Motor Toprak Razgal-Oulu in eine unaufhaltsame Kraft verwandeln? Warum sorgten die durchgesickerten Telemetriedaten der Tests in Thailand und Sepang für tiefes Schweigen in der Ducati-Box? In diesem Video sprechen wir nicht nur über Prognosen, sondern auch über die ungeschminkte Wahrheit der Sensoren. Die Saison 2026 erlebt die größte technische Revolution in der Geschichte des Motorsports und wir entschlüsseln die mechanischen Geheimnisse dieser neuen Waffe in Topraks Händen Schritt für Schritt. Sie werden sehen, warum Yamaha das Kapitel Reihenverzylinder, gegen das man sich jahrelang gewehrt hat, endgültig abgeschlossen hat und wie die V4-Architektur mit Topraks aggressivem Fahrstil harmoniert. Daten lügen nicht. Und heute erzählen uns diese Daten eine ganz andere Geschichte. Wenn Sie bereit sind, begeben wir uns auf eine Reise in die Tiefen der Yamaha-Box, zu Zahlen, die noch nie jemand gesehen hat. Bevor wir uns mit diesen detaillierten Analysen befassen, unterstützen Sie bitte unsere Arbeit, indem Sie dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns, Sie hier auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Yamahas neuer V4-Motor. Es handelt sich nicht nur um eine Änderung der Zylinderanordnung, sondern um einen Philosophiewechsel. Die Laufruhe, aber das geringe Drehmoment des Reihenverzylinders, gehört der Vergangenheit an. Die V4-Architektur reduziert den Luftwiderstand um 4% durch die Verringerung der Motorbreite. Diese Reduzierung senkt den Schwerpunkt des Motors präzise 2 cm unter die Kurbelwelle. Was bedeutet das? Der Boden muss nun deutlich weniger Kraft aufwenden, wenn der Motor in Kurven geneigt wird. Laut Sensordaten hat sich die Neigungsrate des Motors um 12 Grad pro Sekunde erhöht. Dies verschafft dem Boden einen Vorteil von 0,1 Sekunden pro Runde, insbesondere in Kurven. Darüber hinaus sorgt die charakteristische Verbrennung des Motors bei der Zündung für eine intermittierendere, aber stabilere Kraftübertragung auf das Hinterrad. Das bedeutet, dass die berühmte Traktion, die Ducati seit Jahren auszeichnet, nun auch auf der Yamaha-Seite verfügbar ist. Wenn man Toprak Razgal-Oulu hört, denkt man sofort an spätes Bremsen. Doch der V4-Motor bringt einen neuen Vorteil: das Motorbremsmanagement. Telemetriedaten zeigen, dass Toprak eine neue Software nutzt, die das Hinterrad beim Bremsen 150 Mal pro Sekunde überwacht. Die massiven 355 mm Carbon-Bremsscheiben von Brembo weisen dank neuer Belüftungskanäle, selbst bei 800 Grad, keine Leistungseinbußen auf. Toprak bremst durchschnittlich 15 bis 20 Meter später als seine Konkurrenten. Der dabei entstehende enorme Druck sorgt dank der neuen Frontflügel für eine bessere Bodenhaftung. Im Vergleich zu Ducati und BMW erreicht Topraks Verzögerung in der Bremszone 1,8 g pro Sekunde. Dieser Wert liegt 8% über dem seiner Konkurrenten. Toprak bremst also nicht nur spät in die Kurve ein, sondern gleitet auch, ohne die Balance des Motorrads zu verlieren, zur Kurvenmitte. Das auffälligste Merkmal der Yamaha 2026 ist die aus der Formel 1 übernommene Technologie, die beweglichen Aerodynamikteile und die breiten Flügel an der Frontverkleidung üben bei 300 km pro Stunde auf der Geraden einen Druck von 45 Kilogramm auf den Motor aus. Dieser Druck reduziert das Abheben des Vorderrads, den berüchtigten Wheelie, um 15%. Durch den selteneren Einsatz des Anti-Wheelie-Systems wird die Motorleistung nicht elektronisch gedrosselt. Gibt Toprak Gas, muss er nicht mehr die Hinterradbremse betätigen, um ein Durchdrehen des Motors zu verhindern. Denn das Aerodynamikpaket hält den Motor am Boden. Daten belegen, dass die Yamaha am Ende der Geraden ganze 12 km pro Stunde schneller ist als die alte Vierzylinder-Version. Dies ist der deutlichste Beweis dafür, dass eine Ära begonnen hat, in der Toprak nicht länger der Jäger auf den Geraden, sondern der Sieger sein wird. Die neue Generation der Magneti Marelli ECU-Software von Yamaha zähmt die gewaltige Kraft des V4-Motors. Dieses System erfasst jeden Meter der Strecke per GPS und passt die Motorleistung in Echtzeit an die jeweilige Kurve an. Die Slide Control, die für Topraks Fahrstil entscheidend ist, arbeitet nun 5% präziser.
Sensoren messen den Schlupfwinkel des Hinterreifens mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad. Dreht der Reifen zu stark durch, unterbricht das System nicht die Zündung, sondern drosselt die Leistung durch eine Anpassung der Kraftstoffeinspritzung. Dank dieser Feinabstimmung kann Toprak beim Herausbeschleunigen aus der Kurve Vollgas geben, ohne die Reifen zu überhitzen. Testdaten zeigen, dass dieses neue Elektronikpaket die Reifenlebensdauer in den letzten Runden des Rennens um 10% effizienter schont. Das bedeutet, während alle anderen in den letzten 5 Runden des Rennens langsamer fahren, kann Toprak im Kiesbett sein Tempo beibehalten. Haltbarkeit und Kraftstoffeffizienz werden oft unterschätzt, sind aber in einem 22-Runden-Rennen entscheidende Faktoren. Obwohl der V4-Motor höhere Drehzahlen als ein Reinverzylinder erreicht, verbraucht er dank des neuen Einspritzsystems 6% weniger Kraftstoff. Diese Einsparung ermöglichte es den Yamaha-Ingenieuren, den Kraftstofftank zentraler und kleiner zu gestalten. Das Problem des Motorungleichgewichts bei niedrigem Kraftstoffstand gehört nun der Vergangenheit an. Der Gewichtsunterschied zwischen 157 Kilogramm zu Rennbeginn und in der letzten Runde beeinflusst den Schwerpunkt des Motors nicht mehr. Topraks Telemetriedaten zeigen, dass er vom Start bis zum Ziel die gleichen Schräglagen und Bremsdrücke beibehalten konnte. Diese Konstanz ist der Schlüssel zum Gewinn von Meisterschaftspunkten, insbesondere in den Schlussminuten, wenn die Reifen abgefahren sind und die Konzentration nachlässt. Der Aufschwung, den Yamaha mit dem Wechsel zur V4-Motorenarchitektur erzielt hat, hat bei den technischen Abteilungen der Konkurrenz Alarm ausgelöst. Bei Ducati Corse konzentriert sich das neue Fahrerduo mit den beiden Weltmeistern Francesco Bagnaia und Marc Marquez darauf, Ducatis technologische Überlegenheit zu wahren. Doch gegen einen Fahrer wie Marquez, der sich auf spätes Bremsen spezialisiert hat, bedrohen Yamahas höhere Höchstgeschwindigkeit und Toprak Razgatlıoğlu's Fahrstil, der die Grenzen der Technik ausreizt. Ducatis absolute Dominanz. Bei Aprilia Racing verfolgt Neuzugang Jorge Martin den technischen Fortschritt von Yamaha aufmerksam und setzt gleichzeitig seine Eingewöhnung an die RSGP-Plattform fort. Die per Radar gemessene Höchstgeschwindigkeit von 348 km pro Stunde während der Sepang-Tests bestätigt, dass Yamaha nun ein Niveau erreicht hat, auf dem sie in Sachen Beschleunigung direkt mit Ducati konkurrieren können. Die Kombination dieser Geschwindigkeitsdaten mit Yamahas traditioneller Kurvenagilität ist eine Entwicklung, die die Dynamik der Meisterschaft grundlegend verändern wird. Die Situation ist für andere Hersteller komplexer. Während Honda versucht, chronische Elektronikprobleme im Entwicklungsprozess zu beheben, richten sich bei KTM alle Erwartungen auf die Stabilität, die Pedro Acosta bieten wird. Telemetrievergleiche und Simulationsdaten belegen, dass Yamaha aktuell das optimierteste und fahrerfreundlichste Gesamtpaket im Feld bietet. Die Saison 2026 wird für Konkurrenten, die nach technologischer Ausgewogenheit streben, operativ eine große Herausforderung darstellen.